Moin moin liebe Leute, hier sind wieder Stefan und Dietmar vom Motorradtest.de und heute testen wir für euch die BMW R1250 GS. Und ja, wie ihr seht, stehen wir hier bei Bergmann und Söhne in Pinneberg, wo wir diese Leihmaschine auch freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen haben. Die GS 1250 ist natürlich die Nachfolgerin der BMW R1200 GS, das meistverkaufte Motorrad, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und ja, bei der Neuauflage, bei der 1250er, stand BMW tatsächlich vor der Aufgabe, ja, ein gutes Bike noch besser zu machen und aber nicht alte Käufer quasi zu verprellen, denn natürlich, wenn man so einen Bestseller hat, will man nicht gerade alles umkrempeln. Insofern ist die 1250er ja moderat überarbeitet worden. Der Hauptunterschied ist der Motor, das werden wir euch natürlich im Rahmen dieses Videos auch noch ausführlich zeigen, was sich da geändert hat. Ja, diese Maschine hier ist voll ausgestattet, hat alle drei Pakete, die es gibt und kostet 20.870 €. Wie ihr seht, haben wir hier die Standardfarbe. Und ja, in den nächsten etwa 20 Minuten wollen wir diese BMW R1250 GS für euch wie immer ordentlich auseinandernehmen. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Wünschen euch viel Spaß beim Test und schon geht es los. Verdammt! Sitzprobe. Stefan hat hier ein paar Probleme. Er ist 1,80 groß, hat allerdings auch nicht ganz so lange Beine. Insofern hat er schon ein bisschen Schwierigkeiten, da sein Bein über den Beifahrersitz zu werfen. Bei mir sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ich bin 1,84, habe auch ein bisschen längere Beine, also ich komme hier ganz bequem rauf. Und die Maschine ist relativ lang, 2,20 Meter. Radstand liegt bei 1,52. Die Sitzhöhe liegt jetzt hier bei der Einstellung bei 850 mm. Könnt ihr auch auf 870 mm einstellen. Und ja, die Maschine wiegt 250 Kilogramm vollgetankt, das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 465 Kilogramm. Und ja, mit dem Tankinhalt von 20 Litern kommt ihr etwa 400 Kilometer weit. Und ja, die Sitzbank ist wirklich super bequem, also auch im Soziusbetrieb macht die GS eine super Figur. Ja, hier rechts am Lenker seht ihr 4 Knöpfe. Einmal die heizbaren Handgriffe, den Fahrmodusschalter, den An- und Ausschalter und den SOS eCall, also den Notrufschalter, der ist allerdings nicht Serie. Hier links seht ihr dann eine ganze Menge Schalter, ein Rändelrad, Menüsteuerungstaster, Blinke, Hupe, Dämpfungseinstellung, also ESA-Steuerung, Tempomat und weiß der Teufel was nicht noch alles. Also das ist wirklich, da muss man sich einen kleinen Moment dran gewöhnen, bis man diese Schalter alle komplett im Griff hat. Ja, bei der GS 650 gibt's jetzt serienmäßig hier dieses schöne Farb-TFT-Display. Das war ja früher eine Option, mittlerweile halt Serie. Und neben den Standardanzeigen, hier Kilometeranzeige und Ganganzeige, gibt's hier wirklich jede Menge weiterer Anzeigen. Uhrzeit wird angezeigt, dann habt ihr hier die Möglichkeit auch euer Smartphone zu verbinden mit der Maschine. Das zeige ich euch mal. Connectivity nennt sich das ja. Dazu habe ich mir hier mal die App runtergeladen. Ich habe hier ein Android-Smartphone, das geht aber mit iPhones von Apple ganz genauso gut. Ja, das spiegelt gerade leider ein bisschen. Egal, auf jeden Fall per Bluetooth kann man sein Smartphone halt verbinden und dann werden hier auch die Internas, die Daten der BMW GS 650 angezeigt und vor allem könnt ihr auch hier navigieren. Ich habe das hier mal eingestellt, also ich habe hier mal ein Navigationsziel eingestellt und dann seht ihr, wenn ich hier in den Bereich Navigation rüber switche, zack, dann wird mir hier quasi auf das Display vom Smartphone gesteuert angezeigt, wo ich das nächste Mal abbiegen soll und so weiter. Das funktioniert richtig prima, muss ich sagen. Ich habe es halt auch wirklich ausprobiert und bin damit echt gut klargekommen. Also das gefällt mir super. Ja, ein Drehzahlmesser haben wir natürlich auch. Hier bei 9000 beginnt der rote Bereich und hier unten seht ihr die heizbaren Handgriffe. Die kann ich, wie gesagt, rechts mit so einem separaten Taster einschalten. Das finde ich sehr gut. Es gibt 3 unterschiedliche Stufen bei den heizbaren Handgriffen. Und ja, oben, da seht ihr jetzt die Füllanzeige, dann den Totalkilometerzähler, Tripkilometerzähler und so weiter. Das ist so eine Art Bordcomputer hier, Durchschnittsverbrauch. Und die Uhrzeit und was da nicht alles angezeigt wird. Also es ist wirklich sehr, sehr ausgefeilt.
Und hier seht ihr jetzt die ESA-Steuerung. Da kann ich halt einen Fahrmodus einstellen. Und zusätzlich, wenn ich möchte, kann ich auch den Beladezustand einstellen der Maschine, also quasi die Niveauregelung, wenn ihr so wollt. Und ja, hier ist es jetzt auf minimal eingestellt. Ich schalte das jetzt mal um. Ich glaube auf maximal, und dann geht die Maschine hinten auch hoch. Das fühlt sich immer wieder total super an, muss ich sagen. Also dieses ESA-Fahrwerk, das elektronische Fahrwerk, das gibt's ja nun bei BMW schon sehr, sehr lange. Und ja, es funktioniert super. Also wirklich ein sehr ausgefeiltes Cockpit. Hier seht ihr nochmal die Fahrmodi. Aber man muss sich wirklich, das darf man sich nichts vormachen. Es ist nicht ganz unkompliziert. Man braucht einen kleinen Moment, bis man sich hier an diese ganzen Optionen gewöhnt hat. Ja, auch bei der Beleuchtung macht die GS 1250 eine ausgesprochen gute Figur. Voll LED vorne und hinten. Allerdings ist das Tagfahrlicht, was ihr hier seht, das ist nicht Serie. Das müsst ihr hinzubestellen. Aber alles andere ist Serie. Also sowohl vorne als auch hinten habt ihr LED-Technik. Und ja, das sieht doch, finde ich, richtig klasse aus. Vor allem hinten, achtet mal da drauf, jetzt beim Einschalten. Es wird nicht einfach so eingeschaltet, sondern das rutscht so von oben nach unten. Und ja, auf die Bremsen sind natürlich LED. Also das sieht doch alles ziemlich cool aus, finde ich. Ja, der neue Boxermotor der R1250 GS hat ja jetzt eine variable Nockenwellensteuerung bekommen. Shift Cam nennt sich das, werde ich dann später bei der virtuellen Probefahrt auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, nach wie vor der klassische Zweizylinder Boxermotor ist hier an Bord, luft- und flüssigkeitsgekühlt mit nunmehr 1254 Kubikzentimeter Hubraum. Er leistet 136 PS bei 7750 Umdrehungen und 143 Newtonmetern, richtig fett, bei 6250 Umdrehungen. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 220 Kilometern pro Stunde, der Verbrauch bei 4,75 Litern. Wir haben hier ein 6-Gang klauengeschaltetes Getriebe mit einem Kardanantrieb, einer Anti-Hopping-Kupplung, und diese Maschine hier hat auch einen Quickshifter, Schaltassistent Pro nennt sich das bei BMW. So, Beschleunigungstest 0 auf 100. Ich habe eingestellt, ich hoffe man kann das sehen, den Road-Modus, und die Traktionskontrolle ist ausgeschaltet. Ich habe ein bisschen Respekt, ehrlich gesagt, weil die Maschine doch ganz schön Wumms hat. Aber naja, da muss ich wohl durch. Schauen wir mal. Boah, verdammt! Uiuiuiui. Ah, die kommt vorne hoch. Das ist nicht ganz ungefährlich, um ehrlich zu sein. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich lächeln und sagen, na komm Baby, so doll war das ja nicht, aber ich habe ein bisschen Respekt und das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt bei dem Hammergerät hier. So, Durchzugstest muss auch sein. Ich gehe in den 5. und dann ziehe ich mal hoch von 60 auf 100. Mal gucken, wie lange die Maschine braucht. 3, 2, 1, los. Boah, geil. Oh Mann, hat die einen Durchzug. Unfassbar. Oh. Ja, damit kommen wir zum Thema Fahrwerk und Federung. Die BMW R1250 GS hat einen Brückenrahmen aus Stahlrohr, nach wie vor ein zweiteiliges Rahmenkonzept aus Vorder- und Heckrahmen. Der Motor ist also nach wie vor mittragend. Hier die vordere Gabel kommt nach wie vor mit der Telelever-Technik, hat einen Standrohrdurchmesser von 37 mm. Der Federweg liegt hier bei 190 mm. Und die Vorderradfelge hat einen Durchmesser von 19 Zoll und ist bereift mit einem 120/70er Reifen. Hinten haben wir dann ein Zentralfederbein. Hier in diesem Fall haben wir dynamisches ESA verbaut. Wenn ihr das nicht ordert habt, könnt ihr es natürlich manuell verstellen. Die Hinterradfelge ist eine 17 Zoll Felge und der Reifen hinten kommt in der Dimension 170/60. Der Federweg hinten liegt bei 200 mm, gar nicht übel, also durchaus auch geländegängig die ganze Angelegenheit. Und ja, dann haben wir natürlich noch die altbekannte Aluminium-Einarmschwinge von BMW mit dem integrierten Kardanantrieb.
und hinten mit diesem schönen Loch, finde ich immer wunderbar. Und serienmäßig bei der BMW R1250 GS gibt es sowohl den Seitenständer, klar, als auch einen Hauptständer, den man ja auch des Öfteren mal ganz gut gebrauchen kann. Ja, vorne haben wir eine radial verschraubte Vierkolben-Festsattelbremse mit einer Doppelscheibe und einem Durchmesser von 305 mm. Hinten dann ein Zweikolben-Schwimmsattel mit einer Einzelscheibe logischerweise und einem Durchmesser von 275 mm. Teilintegral ABS ist Serie. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Kurven-ABS dazu ordern. Das kostet dann allerdings extra. Und ja, hier unser Bremstest, also die BMW R1250 GS bremst genauso gut wie die Vorgängerin. Das passt alles. Sitzt, wackelt und hat Luft. Wunderbar. Jo, so, dann wollen wir noch mal euch ein bisschen unsere Eindrücke schildern von unseren ersten Fahrten. Stefan, wie ist es dir gegangen? Fang mal an bitte mit so Ergonomie, Sitzkomfort, Sitzhöhe und so. Ja, wenn ich erstmal drauf bin, ist es ganz gut, aber das Motorrad ist wirklich hoch. Also ansonsten, wenn es in Fahrt ist und man erstmal losgekommen ist, dann geht es auch für Kurzbeinige wie mich. Da kann die BMW ja nichts dafür. Ich vermute aber auch, wenn man sie mit einer flacheren Sitzbank oder niederlegen würde, dass es irgendwann auch Auswirkungen auf das Fahrverhalten hätte. Konnten wir jetzt nicht testen. Aber für Kurzbeinige wie mich, muss man ganz ehrlich sagen, ist das schwierig. Kann ja nicht immer eine Trittleiter mitnehmen. Nee, das stimmt. Wobei, du bist 1,80, glaube ich. Aber du hast tatsächlich ein bisschen kürzere Beine als Oberkörper nachher. Also ich bin ja 1,84 und für mich ist es im Grunde genommen fast perfekt. Also ich stehst ja auch richtig drauf und ich mit den Fußspitzen muss ich das irgendwie balancieren. Das ist unsicher. Ja, auch beim Rangieren. Also habe ich da ehrlich gesagt keine Probleme mit. Aber gut, wenn du erstmal in Fahrt bist, so wie fährt sie sich? Wunderbar. Also dieser Motor ist wirklich ein Gedicht. Also die hat überall Leistung. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also die bisherigen Motorräder, die ich hatte, die auch mehr Leistung hatten die aber entweder nur oben rum oder unten rum, aber diese hat durchgängig. Also das muss man ja sagen, diesen Schiffkern, man merkt ihn ja nicht während der Fahrt. Das ist ja nicht so, dass er irgendwie so rausspringt, aber das haben die Jungs echt gut hingekriegt. Also sehe ich genauso. Also gerade diese Kombi aus von unten so boff und dann oben immer noch. Ne? Also das ist echt geil. Also ja, sonst irgendwas, was dir auffällt? Also vielleicht vergleichen wir noch mal mit der. Ja? Ich muss sagen, also die Bedienung zu Anfang mit dem Rändelrad hier und so weiter und so fort, das fand ich schon ziemlich kompliziert. Man steigt aber ziemlich schnell dahinter, wie es gemeint ist. Also was ich nicht mag, ist diese Playstation da vorne. Ich glaube auch irgendwann wird BMW als Safety Pack einen analogen Drehzahlmesser und einen analogen Tacho für 3.000 € Aufpreis anbieten. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist jetzt Serie, man kann nicht mehr wählen, man muss das Ding nehmen. Aber gut, wir beide sind jetzt auch irgendwie Ü50, ne, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich glaube schon jüngere Leute oder wahrscheinlich auch ältere, die da sich dran gewöhnen, die finden das schon ganz geil. Aber ich finde auch, du hast schon recht, also das dauert einen Moment. Ne? Es ist nicht so raufsetzen, losfahren, sondern man muss da irgendwie auch diese Navi, diese Verbindung mit dem Smartphone, das ist schon sehr komplex. Aber sonst, also die Bedienungselemente und so weiter und vor allem, das macht alles einen hochwertigen Eindruck. Also ja, damit kommen wir zur virtuellen Probefahrt, diesmal nachvertont, weil mein Mikrofon mich im Stich gelassen hat. Wir werfen vorher noch mal einen Blick auf das Design der R1250 GS. Sieht fast genauso aus wie die 1200er. Man erkennt den Unterschied eigentlich nur an den Motordeckeln. Die sehen ein bisschen anders aus und am Krümmer. Ich finde sie wunderschön, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und ja, hier seht ihr mal mein Datenblatt. Das machen wir immer, bevor wir den Test machen, schreiben wir alle möglichen wichtigen Daten auf, damit wir auch nicht vergessen, was wir euch alles so im Laufe dieses Videos erzählen wollen. Ja, dann machen wir mal eine erste Sitzprobe. Ich setze mich mal rauf. Die Maschine hat ja eine Sitzhöhe von 850 mm. Die könnt ihr auch höher stellen, wenn ihr wollt, auf 870 mm. Zudem gibt es auch noch unterschiedliche Sitzbänke, die ihr ordern könnt. Aber für mich, ich bin ja 1,84, für mich passt das eigentlich perfekt, muss ich sagen, diese Sitzhöhe. Ja, der Lenker hier bei der GS 1250 ist ziemlich breit, ich glaube sogar knapp 90 cm breit und für mich perfekt, ist auch schön hier aus Aluminium und konifiziert, also macht einen richtig guten Eindruck. Und ja, das Windschild, das haben wir vorhin gar nicht gezeigt beim Cockpit-Kapitel, das könnt ihr hier mit einer Hand einstellen, das geht sogar während der Fahrt. Und zum Windschutz sage ich dann später nochmal was während der Fahrt. Das war der Zündknopf, da habe ich einfach drauf getippt. Ich brauche den Schlüssel nicht einzustecken, weil wir hier Keyless Go haben. Und dann wird das TFT-Display hier gleich zum Leben erweckt und wir können dann auch starten.
Was ihr jetzt leider gleich nicht hören könnt, wenn ich den ersten Gang einlege, ist das, und das ist eine Überraschung für so einen alten Boxer-Kameraden wie mich, eine kleine Überraschung. Es gibt nämlich nicht mehr dieses altehrwürdige Kalong-Geräusch, wenn man den ersten Gang einlegt, sondern nur ein leichtes Klick und dann ist der erste Gang drin. Also beim Getriebe hat BMW im Laufe der Jahre auch natürlich immer weiter verbessert. Und ja, diese Maschine hat hier auch einen Quickshifter, Schaltassistent Pro heißt der ist nicht Serie, der gehört zum Dynamic-Paket und den könnt ihr auch einzeln ordern, wenn ihr wollt, und der funktioniert in beide Richtungen. Ihr könnt also ohne zu kuppeln schalten. Für mich ist es immer so ein bisschen, ja, ich muss mich da mal erst dran gewöhnen, weil ich privat jetzt keinen Quickshifter fahre und mir kommt es immer so ein bisschen falsch vor, aber es funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Und ja, ich denke mal, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann will man den wahrscheinlich auch nicht mehr missen, weil man natürlich schneller unterwegs ist bei den Schaltvorgängen. Das Getriebe selbst ist sehr gut abgestimmt, da habe ich nichts zu meckern. Und ja, die Sitzposition, vielleicht nochmal dazu, ist wirklich langstreckentauglich. Man sitzt komplett aufrecht. Und ich denke auch für den Sozius ist das eine wahre Freude, weil der hinten, das habt ihr ja auch gesehen, vorhin bei den Abmessungen, ordentlich Platz hat. Und zudem ist hier der Wind- und Wetterschutz bei der GS 1250 auch wirklich hervorragend. Hier nochmal das Windschild. Nicht nur, dass ihr das verstellen könnt, es ist auch ausreichend groß und zudem ist es auch so, dass das Cockpit, hier links und rechts vom Display könnt ihr das so ein bisschen erkennen, also die Cockpit-Verkleidung meine ich, dient auch gleichzeitig mit als Wind- und Wetterschutz und es funktioniert wirklich hervorragend. Also ihr könnt auch 180 mit der Maschine fahren und es wird euch quasi nicht zu laut und nicht zu windig. Oh, jetzt kommt hier meine kleine Kampfhundgruppe. Die lassen wir lieber links liegen. Und ja, machen wir mal weiter. Und zwar machen wir weiter mit den Spiegeln, mit dem Blick nach hinten. Die Spiegel sind gar nicht so groß, aber dafür ragen sie relativ weit nach links und rechts. Das finde ich super. Wenn ich nach hinten schaue, dann sehe ich nämlich nur die Umrisse von meinen Armen und von meiner Schulter und ich kann wirklich den rückseitigen Verkehr hervorragend beobachten. Das ist bei vielen Motorrädern nicht so und das finde ich hier bei der GS richtig klasse und ehrlich gesagt auch nicht ganz so unwichtig, dass man gut nach hinten gucken kann. Ja, was den Sound angeht dieser Maschine, diese Spike hier hat ja den HP-Auspuff, diesen Sportauspuff von Akrapovic, das ist also nicht der Standardauspuff. Der ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu krawallig, das habt ihr vorhin ja auch hören können. Ich habe eigentlich nichts gegen Sportauspuff und ich habe auch nichts dagegen, dass so ein Auspuff ein bisschen lauter ist, so wie dieser hier, aber ich finde, es passt einfach nicht wirklich zu einem Adventure-Bike. Da würde ich also euch immer raten, vergleicht zumindest mal und wahrscheinlich ist für viele Leute der Standardauspuff, der dann eben auch günstiger ist, völlig ausreichend vom Sound. Der Sound ist typisch boxermäßig, schön bassig und wummerig, also das gefällt mir sehr gut. Die Auspuffklappe, die öffnet jetzt auch ein bisschen später, erst bei Leerlaufdrehzahl, das war früher auch anders und ja, das ist doch alles wunderbar. Ja, das Display, da könnt ihr übrigens nicht mehr wählen, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe. Früher konnte man ja bei der 1200er noch die klassischen Analoginstrumente wählen. Mittlerweile ist dieses TFT-Display mit der Connectivity-Funktion Serie. Ja, insofern entfällt diese Fragestellung, für welchen Cockpit-Typ man sich nun entscheiden möchte. Ja, auch nochmal ein Satz zum Motor, hatte ich ja schon angedeutet, der ist wirklich eine Wucht. Also diese Shiftcam-Technologie, die sorgt ja dafür, dass man sowohl im Drehzahlkeller ordentlich Saft hat, aber eben auch obenrum ordentlich Leistung. Das wird erreicht durch eine variable Nockenwelle, die wird einfach bei, ich glaube 5000 oder sowas, verschoben im Motor und dann gibt es halt eine andere Ventilsteuerung und das funktioniert wirklich hervorragend. Also da habt ihr wesentlich mehr Leistung als bei der 1200er und ich unterstreiche das Wort wesentlich. Ich habe nämlich in einigen Testberichten gelesen, ich weiß nicht, ob die Leute die Maschine nicht gefahren haben, wie darauf kommen, dass der Unterschied gar nicht so groß sein soll. Und Leute, das ist Quatsch. Also der Unterschied ist riesig. Die 1250er hier, die geht durch das komplette Drehzahlband wie Hulle. Also von 2 bis 8000 Umdrehungen habt ihr hier nie weniger als 110 Newtonmeter und die maximale Leistung liegt ja bei 143 Newtonmeter, also das ist echt der Hammer. Und damit kommt die 1250er GS dann auch ganz, ganz dicht ran, meiner Meinung nach zumindest, an die KTM 1290 Super Adventure oder an die Duck 1260, an die neue Multistrada. Also
echt, das geht echt los und ich bin wirklich bei meinen Testfahrten, bei den Beschleunigungsfahrten vor allem, wirklich oftmals hochgegangen mit dem Vorderrad, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber ja, die hat echt Kraft. Also da werdet ihr nicht enttäuscht sein, kann ich euch versichern. Ja, auch nochmal schnell einen Satz zum Thema Fahrwerk, Federung, Bremsen und so weiter. Also das Fahrwerk hier ist richtig klasse. Ich glaube, es ist auch das gleiche wie bei der Vorgängerin. Das ist auch gut so, denn das war ja auch schon ziemlich gut. Und ja, die R1250 GS fühlt sich einfach mega souverän an. Also das ganze Motorrad vermittelt so ein Gefühl von Sicherheit, dass man wirklich ganz schnell Vertrauen schöpft und auch in den Grenzbereich reinfährt. Also das ja, ist wirklich ganz, ganz toll. Es gibt serienmäßig hier 2 Fahrmodi, nämlich Rain und Road. Und außerdem auch die Traktionskontrolle ist hier in Serie an Bord, wunderbar. Wenn ihr das Dynamic-Paket hinzubucht, kriegt ihr noch 2 weitere Fahrmodi und eben auch diesen Schaltassistenten Pro, also den Quickshifter und außerdem auch noch Tagfahrlicht. Ja, ob das sein muss, weiß ich nicht, müsst ihr euch überlegen. Die meisten kaufen sich die R1250 GS ja voll ausgestattet. Macht eigentlich auch Sinn, vor allem wenn ihr die Maschine irgendwann mal wieder verkaufen wollt. Ja, müsst ihr mal auf der BMW-Webseite euch angucken, was das kostet und was euch da quasi lieb ist. Ja, das soll es mal gewesen sein, live von der BMW R1250 GS. Damit gebe ich zurück ins Studio zu Klaus Kleber. Ja, das war unser Test zur BMW R1250 GS. Wie gesagt, das hier ist die Farbvariante Black Storm Metallic. Die kriegt ihr auch ohne Aufpreis. Es gibt noch 3 weitere Farben. Und zwar dieses schöne HP-Style, also in Weiß, Blau, Rot. Dann gibt es noch Cosmic Blue Metallic und Exclusive Style. Das ist dann ja etwas schwärzer noch. Die kosten dann allerdings ein bisschen Aufpreis, diese Sonderfarben. Ja, die BMW R1250 GS kann man übrigens auch, wenn man will, A2 gedrosselt kaufen. Das finde ich doch mal erstaunlich für so ein großes Bike. Also wenn ihr einen A2-Führerschein habt, fragt mal nach, was das kostet, so eine Drosselung. Und ja, dieses Bike hier wurde, wie schon erwähnt, uns von Bergmann & Söhne in Pinneberg geliehen. Und wenn ihr Lust habt, die 1250 GS mal Probe zu fahren, kommt ihr einfach mal rausgefahren zu Bergmann & Söhne. Dann könnt ihr genau dieses Bike hier mal Probe fahren. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn dem so sein sollte, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Wir grüßen euch und sagen Tschüssi. Bis bald.